Dreijähriger Felix sagt etwas zu seinem Hund, Bello. Aber Bellos Reaktion macht alle sprachlos. Das ist nicht einfach nur irgendein Hund, das ist pure Magie. Denn die Worte, die Felix sprach, veränderten Bellos Leben für immer. Und wenn ihr diese Worte hört, werdet ihr verstehen, warum 2 Millionen Menschen dieses Video angeschaut haben. Aber lasst uns am Anfang ihrer Geschichte beginnen. Felix und Bello wachsen jetzt seit 3 Jahren zusammen auf. Sie wachen jeden Morgen zusammen auf, spielen den ganzen Tag zusammen. Aber heute war völlig anders. Felix ging zu Bello und sprach Worte so kraftvoll, dass Bello tatsächlich Tränen in den Augen standen. Bleibt dran, denn diese Geschichte wird für immer verändern, wie ihr über Tierfreundschaften denkt. Es begann alles vor 3 Jahren. Felix konnte noch nicht einmal laufen, er war erst 6 Monate alt. Bello war ein junger, energiegeladener, einjähriger Labrador. Niemand hätte die unglaubliche Bindung vorhersagen können, die diese beiden eingehen würden. Am ersten Tag, als wir Felix nach Hause brachten, näherte sich Bello ihm mit purer Neugier. Er versuchte vorsichtig, Felix zu beschnüffeln, aber war so vorsichtig, dass er tatsächlich die Luft anhielt. Es war, als würde er denken, dieser Kleine ist so zerbrechlich. Dann geschah etwas Magisches. In dem Moment, als Felix zu weinen begann, eilte Bello sofort an seine Seite. Er begann wild mit dem Schwanz zu wedeln, als wollte er sagen, keine Sorge, ich bin hier. Von diesem Augenblick an ernannte sich Bello selbst zu Felix' großen Bruder. Das Erstaunlichste war, dass Bello Felix' Seite nicht einmal beim Wickeln verließ. Er brachte seine Lieblingsspielzeuge und legte sie vorsichtig neben Felix. Vom ersten Tag an wurden sie ein unzerbrechliches Team. Aber die wahre Magie geschah, als Felix 10 Monate alt war. Felix hatte gerade angefangen zu krabbeln. Und das allererste, was er tat, war, nach Bello zu suchen. Als er ihn fand, trank Bello gerade Wasser in der Küche. Was Felix als nächstes tat, ließ alle erstarren. Er schlang seine winzigen Arme um Bellos Hals. Es war seine allererste Umarmung. Bello wurde völlig still und bewegte keinen einzigen Muskel. Es war, als verstände er genau, wie kostbar dieser Moment war. Von diesem Tag an wiederholte sich das gleiche wunderschöne Ritual jeden Morgen. In dem Moment, als Felix aufwachte, suchte er Bello, fand ihn und gab ihm diese besondere Umarmung. Bello antwortete, indem er vor purer Freude mit dem Schwanz wedelte. Das Gleiche passierte jeden Abend. Felix versuchte, Bello gute Nacht zu sagen. Natürlich konnte er noch nicht sprechen, aber Bello verstand vollkommen. Er legte sanft seinen Kopf an Felix' Wange und blieb dort, bis Felix einschlief. Als Felix aufwuchs, wuchs Bello mit ihm auf. Nicht körperlich natürlich, aber in jeder anderen Hinsicht. Als Felix zu laufen begann, lernte Bello perfekt mit seinem Tempo mitzuhalten. Als Felix zu rennen begann, rannte Bello langsam neben ihm. Es war, als würde er sagen, ich gehe genauso schnell wie du. Der entzückendste Moment war mit den Handabdrücken an der Wand. Jedes Mal, wenn Felix größer wurde, drückten wir seine kleine Hand gegen die Wand, um seine Größe zu markieren. Bello muss herausgefunden haben, dass das etwas Wichtiges war, denn direkt nachdem Felix seinen Handabdruck gemacht hatte, legte Bello auch seine Pfote an die Wand. Es war, als würde er erklären, ich wachse auch. Als Felix 2 wurde, fing er an zu sprechen. Eines seiner allerersten Worte war Bello. Aber er konnte Bello nicht ganz aussprechen. Es kam als Beo heraus. In dem Moment, als Bello diesen Namen hörte, schossen seine Ohren hoch und sein Schwanz wurde völlig wild. Das Schönste am gemeinsamen Aufwachsen war, dass jeder einzelne Tag ein neues Abenteuer zum Entdecken brachte. Bellos wahre Persönlichkeit zeigte sich, als Felix krank wurde. Felix bekam hohes Fieber, als er 18 Monate alt war. Er wachte weinend mitten in der Nacht auf und nichts, was wir versuchten, konnte ihn beruhigen. Aber in dem Moment, als Bello den Raum betrat, änderte sich alles. Bello näherte sich langsam Felix' Bett und legte sanft seinen Kopf auf das Kissen. Als Felix Bellos tröstende Wärme spürte, begann er sich zu beruhigen. Sein Weinen hörte komplett auf. Die ganze Nacht blieb Bello direkt an Felix' Seite.
Er bewegte sich keinen Zentimeter, als würde er über ihn wachen. Er blieb dort, bis der Morgen anbrach. Als der Arzt kam, bemerkte er, in der Nähe von Tieren zu sein, hilft Kindern tatsächlich schneller zu heilen. Bello schien das instinktiv bereits zu wissen. Von diesem Tag an kam Bello sofort an seine Seite, wann immer Felix krank wurde. Felix hatte keine Angst mehr vor dem Vernebler, Thermometer oder Medizin, weil Bello immer direkt da war. So sieht wahre Liebe aus. Als Felix 2,5 Jahre alt war, entwickelten sie ein besonderes Abendritual. Jeden Abend nach dem Abendessen gab Felix Bello eine Massage. Natürlich war es keine richtige Massage. Felix' winzige Hände streichelten sanft Bellos Kopf, Ohren und Rücken. Bello schloss die Augen und schmolz praktisch vor purer Glückseligkeit dahin. »Fühlt sich Bello gut?« fragte Felix in seiner süßen Kleinkindsprache. Bello antwortete, indem er sanft mit seinem Schwanz gegen den Boden klopfte. Dieses Ritual dauerte 20 bis 30 Minuten. Felix nahm es unglaublich ernst, als wäre er ein professioneller Masseur. Bello lag die ganze Zeit über völlig still. Nachbarn, die die Szene miterlebten, schmunzelten. »Ein 2,5-Jähriger gibt einem Hund eine Massage«, sagten sie mit Staunen. Aber für uns war das völlig normal. Das war einfach die Liebe, die zwei beste Freunde miteinander teilten. Keine Worte nötig, nur rein und schön. Manchmal wurde Felix müde und schlief direkt auf Bello ein. Bello blieb völlig bewegungslos, bis Felix von allein aufwachte. Aber letzten Monat standen wir vor einer herzzerreißenden Realität. Als Felix in den Kindergarten kam, war Bello zum allerersten Mal allein. Jeden Morgen, nachdem Felix gegangen war, saß Bello an der Tür und wartete stundenlang. Am Abend, wenn Felix zurückkehrte, drehte Bello völlig durch vor Freude. Er war so aufgeregt, als wären sie monatelang getrennt gewesen, statt nur Stunden. Felix fühlte genauso. Eines Tages sagte uns der Tierarzt, dass Bello jetzt älter wird. Er ist 7 Jahre alt, was wie 45 bis 50 in Menschenjahren ist. Diese Worte trafen uns wie ein Schlag ins Herz. Felix hatte immer angenommen, dass Bello für immer bei ihm sein würde. Aber Hunde haben viel kürzere Leben als wir. Felix verstand dieses Konzept noch nicht, aber manchmal bemerkten wir eine Müdigkeit in Bellos Augen. An diesem Abend umarmte Felix Bello noch fester als gewöhnlich. Es war fast, als könnte er spüren, dass etwas anders war. »Ich hab Bello so lieb«, sagte Felix mit perfekter Klarheit. Es war das erste Mal, dass er diese Worte so klar gesprochen hatte. Drückt den Daumen nach oben Button. Wahre Freundschaftsgeschichten verdienen es, geteilt sie werden.